Hallihallo und herzlich willkommen zum Tutorial, wie installiere ich Kali Linux bzw. generell jedes Linux auf einem USB-Stick, so dass ich danach auch Dateien dran verändern kann und es sogenannt persistent ist. Das heißt, ich möchte ein Linux auf meinem USB-Stick installieren und ja, nicht nur als Live. So, das tue ich in einem anderen Linux-Betriebssystem. Das kann auch in der VirtualBox sein, das ist völlig egal. Aber ihr müsst sicherstellen, dass ihr hier dann auch tatsächlich den USB verbunden habt, den ihr verändern wollt. So, und dann brauchen wir wie immer das Terminal in Linux. Und hier. So, jetzt können wir hier danach gucken, indem wir sagen dmesg. Aber wenn ihr das macht, dann ist es relativ viel Information. Aber wir sehen hier übrigens auch, dass der USB-Stick verbunden ist. Und ja, hier unten sehen wir dann, welche USB-Sticks alle in Frage kommen. Hier haben wir SDB. Und ja, hier sehen wir, wie groß das ganze Ding ist. Also um die 4 GB hat es. Und ja, deswegen wissen wir, dass SDB unser USB-Stick ist, den wir gerne hätten. Okay, dementsprechend machen wir dann Folgendes. Und zwar habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet, logischerweise die ISO runtergeladen. Und ja, die füge ich jetzt hier einfach mal ein. Wird kopiert, das heißt, ich habe sie jetzt endlich mal auf dem Schreibtisch. So, und was wir jetzt machen, ist, wir machen das Ganze mit DD. Das tun wir, weil es cool ist. So, und wenn es fertig ist, dann können wir endlich weitermachen. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist, wir installieren dieses Image hier so, dass wir auf dem USB-Stick, so dass wir davon booten können und ein Live-Betriebssystem haben. Gut, das machen wir mit dd. Und zwar if ist gleich, Achtung, ihr werdet sudo brauchen, wenn ihr nicht in Kali seid, slash, und wo habe ich das gespeichert? Ich habe es doch gar nicht unter slash gespeichert. Ich habe es unter Home-Verzeichnis und jetzt gucken wir mal Schreibtisch. So, ups, das wollte ich logischerweise nicht. Also nochmal von vorne dd, if und dann den Pfad zu eurer Kali Linux Version, also Kali Linux bla bla bla. Mit Tab, Autovervollständigen funktioniert hier in dem Fall auf jeden Fall. Entschuldigung. So, und jetzt noch, wo wir es drauf schreiben wollen, das ist der USB-Stick, also OF ist gleich. So, und jetzt slash dev slash SDB1. Das war das SDB, was wir hier rausgefunden hatten. Diese 1 hinten dran sagt uns einfach, wir wollen es auf diese Partition machen. Der USB-Stick ist nochmal unterteilt in verschiedene Partitionen. Und dann schreiben wir hier noch ein BS gleich 512. Okay. So, wenn wir das jetzt machen, Achtung, dann ist alles auf eurem USB-Stick weg, also seid vorsichtig, was ihr da macht. Ich mache das jetzt tatsächlich mal und es dauert eine Weile, logischerweise. So, aber dann haben wir immer noch keine Persistenz erlangt und das werde ich euch jetzt zeigen, wenn das Ganze fertig ist. Achtung, dabei ist, wir sind jetzt übrigens gerade fertig, Achtung, der USB-Stick braucht dann allerdings mehr Speicherplatz, also das reicht nicht ganz, wir haben jetzt hier nur 906 Megabyte. Verbraten, aber der wächst ja immer mehr, je nachdem wie viele Dateien ihr drauf schreibt und ja, ihr habt dann quasi nur so eine große Festplatte. Das heißt, ich habe jetzt gerade ein Betriebssystem mit 4 GB Festplatte. Naja, okay, wir sind immer noch nicht fertig, wir wollen das Ganze jetzt persistent machen, deswegen benutzen wir gparted und sagen dev sdb. Okay, jetzt warten wir kurz, bis es da ist und da haben wir es auch schon. So. Und was wir jetzt machen hier, wir haben nicht zugeteilt einiges, aber ja, darum geht es quasi gerade. Das heißt, wir haben hier jetzt einen USB-Stick mit 4 GB und hier ist noch ein bisschen was übrig. Jetzt wollen wir eigentlich eine größere Festplatte haben. Das heißt, wir müssen hier aus dem nicht zugeteilten Teil, also ihr müsst eigentlich vorher schon den USB-Stick ein bisschen aufteilen in mehrere Teile. Und hier dieser nicht zugeteilte Teil machen wir neu. Und eine neue Partition da draus. Also einfach alles, was wir haben, das sind jetzt aktuell nur 2 Megabyte, weil der USB-Stick abartig klein ist und ich ihn vorher nicht aufgeteilt habe. Aber theoretisch könnte man jetzt hier noch mehr draus machen. Wir haben hier nur 900 MB verbraucht. Also, ja, macht es am besten vorher. Und was wir jetzt hier machen, ist einfach neue Festplatte. Achtung, sie muss ext4 sein und wir bezeichnen sie mit persistent.
Instance. So. Erstellen als primäre Partition und hinzufügen. So, und jetzt haben wir hier eine neue Partition, die ja genau unsere Festplatte darstellt. Okay, jetzt machen wir noch Folgendes. Und zwar, wir schließen das hier wieder. Moment. Okay, wir schließen es doch noch nicht. Wir müssen es erst noch ausführen. Habe ich ganz vergessen, dass man das hier extra bestätigen muss. Also okay, wir wollen es ausführen, anwenden. Ja, Datenverlust ist uns durchaus bewusst. So, und jetzt warten wir, bis das hier fertig ist. Aktuell hat es sich gerade aufgehängt. So, und jetzt sind wir aber durch. Jetzt warten wir noch, bis das durch ist. Und jetzt können wir schließen. So, und jetzt haben wir unsere Konsole zurück. Jetzt können wir sagen mkdir /mount /usb und mount /dev /sdb2 und zwar in mount /usb. Okay, und jetzt brauchen wir eine einzige Datei in dieser persistenten, also wir haben jetzt sozusagen auf unserem USB 2 Partitionen und in die andere Partition, die sozusagen unsere Festplatte ist, da wollen wir die ganzen Dateien reinschreiben. Da müssen wir jetzt eine Datei anlegen, damit unser Betriebssystem auch kapiert, was es da tut. Deswegen sagen wir echo, also wir geben quasi einen Teil in unsere Partition bzw. in die Datei unserer Partition aus, union in /mnt /usb /persistense.conf. Okay. So, das führen wir aus und dann sagen wir unmount den gemounteten USB-Stick und fertig sind wir. So, und jetzt, wenn wir jetzt von dem USB-Stick booten, dann haben wir eine Konfiguration auf dem USB-Stick, die es uns erlaubt, da tatsächlich Dateien drauf zu schreiben. Das mache ich jetzt nicht, weil es werden ja Dateien angelegt und mein USB-Stick hat gerade mal ein paar wenige Megabyte als Festplatte gehabt. Also ihr müsst da schon schauen, dass ihr einen großen USB-Stick habt. Und wie gesagt, teilt vorher die Partitionen schon ein, damit nicht alles auf einmal in dieser großen Partition am Anfang drin ist. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und es waren ziemlich außergewöhnliche Tutorials, die letzten zwei zu dem Thema. Aber ich wurde danach gefragt und ich hoffe, der Person hat es gefallen, die weiß dann schon Bescheid. Alles klar, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.